Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus meiner Brickworld. Und wie ihr sehen könnt, geht es heute mal wieder doch hier am Häuserblock weiter, denn glücklicherweise sind einige Pakete gekommen, mit denen Steine gekommen sind, mit denen wir hier gut vorankommen werden. Vor allem auch dort hinten an der Brickbank können wir weiterbauen. Ich zeige euch mal, was alles so gekommen ist. Wir haben hier das erste Paket. Hier seht ihr, sind vor allem sehr viele von den Sand Green Fenstern drin und auch sehr viele von diesen geriffelten Steinen in rund als auch in gerade, die eben vor allem an der Front des Gebäudes zum Einsatz kommen werden. Dazu haben wir, das Paket ist gar nicht mal so interessant, da schauen wir auch noch rein, aber ich halte es euch mal in die Kamera. Hier ist sehr viel noch an Tan-Material drin, einfach für den weiteren Ausbau der Kanzlei und der Wohngebäude. Interessant wird es dann mit dem nächsten Paket wieder, denn hier sind vor allem sehr viele Dark Bluish Grey Platten drin und das hier ist noch ein bisschen Kram für den Shop. Aber die Dark Bluish Grey Platten sind mir ja im größten Teil ausgegangen und die finden wir jetzt heute hier wieder. Und was wir auch haben ist, das hier war ein schönes Schnäppchen. Ihr seht hier diese Brackets müssten das sein in Dark Bluish Grey. Die habe ich ja letztens im Livestream eingesetzt, als wir dort hinten hier gearbeitet haben an diesem Bereich, der nach vorne geht, an der Grenze. Und dort habe ich eben sehr viele von diesen Brackets genutzt. Die sind mir jetzt alle ausgegangen und ich habe hier, ja, ich glaube 400 Stück für unter 2 Cent das Stück. Und damit können wir auf jeden Fall auch dort hinten einiges weiterbauen. Ist auch für zukünftige Projekte noch gedacht. Aber heute arbeiten wir erstmal hier weiter. Und ich hoffe, dass wir da heute wieder große Fortschritte erreichen. Denn das ist ein Projekt, das ich gerne fertig hätte, wenn wir umziehen, so dass es wirklich seinen finalen Platz kriegen kann, wenn wir umziehen. Zumindest das Äußere soweit fertig ist. Und das möchte ich vorantreiben mit diesem Update-Video auch heute wieder. Und damit starten wir heute direkt in ein Speedbuild. Das werde ich jetzt vielleicht auch öfters machen, einfach weil ich auch öfters gefragt wurde, ob wir das nicht machen können. Und zum anderen auch, weil ihr einfach mal seht, wie das Ganze sich auch aufbaut, wie viele Steine darin eigentlich genutzt werden. Und hier sehen wir gerade, wie ich das Modul, also das aufgebaute Modul fertig baue, in dem wir das letzte Mal das Büro dieses Anwalts gebaut haben. Das seht ihr oben rechts. Und ich baue jetzt dieses Modul so weit von den Grundfesten fertig, dass es eben eingebaut werden kann. Das zweite Büro, wie auch die kleinen beiden Vorräume, die ihr jetzt links sieht, als auch unten rechts so ein bisschen angeschnitten, die kommen dann in einem anderen Video dran. Aber ihr seht, ich habe hier einiges ausprobiert, aber ich bin ganz gut vorangekommen und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das hier eine gute Basis ist für den weiteren Ausbau der Kanzlei. Und ich würde sagen, gleich schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie es fertig aussieht. Im Speedbuild habt ihr gerade gesehen, wie ich die Grundstruktur des Moduls, das hier oben drauf ist, soweit fertig gebaut habe, dass alle Wände fertig sind, dass ich weiter nach oben bauen kann. Und hier habe ich es mal abgenommen, einfach um mal zu zeigen, wie das Ganze jetzt als einzelnes Modul aussieht. Und ihr seht, es ist doch ganz stabil geworden. Ich habe hier noch eine kleine Veränderung gemacht, die habt ihr nicht im Speedbuild gesehen. Aber grundsätzlich ist das jetzt das Modul, das hier sozusagen drauf kommt. Wir haben hier die beiden Büros. Das eine haben wir ja im letzten Update schon gebaut. Hier kommt dann noch das von zweiten Anwalt rein. Das machen wir dann irgendwann noch. Und hier haben wir dann sozusagen die Vorräume, sage ich jetzt einfach mal. Da kommt dann, wenn ich die Inneneinrichtung mache, noch hier so eine, auf jeden Fall noch eine Couch und so hin. Hier drüben auch. Hier drüben ist dann noch diese Wand reingezogen worden, damit eben hier der Platz ist, dass wir hier die Treppe außenrum hochziehen können. Sonst würden wir ja hier mitten in der Kanzlei landen. Aber ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und ich bin sehr zufrieden, wie das jetzt hier fertig geworden ist. Also wie gesagt, Innenausbau fehlt, aber die Grundstruktur steht und damit bin ich schon mal ganz zufrieden. Ich muss sagen, das wiegt auch schon wieder ein bisschen was. Ja, einige Steine verbaut. Und jetzt baue ich das Ganze gleich wieder hier drauf. Sorgt dafür, dass ich die Verkabelung, die ja hier über diesen Konnektor nach oben gezogen wird, auch nochmal ein Stockwerk nach oben bekomme. Und dann bauen wir das Dach oder den Boden für die nächste Etage erstmal hier fertig, damit wir hier auch noch die Beleuchtung einbauen können. Zumindest werde ich hier eine Deckenbeleuchtung mit einem Striplight einbauen. Was wir hier machen, das weiß ich noch nicht. Auch die Wände habe ich jetzt erstmal ganz weiß gelassen. Das kann ich ja dann immer noch dank der Modularbauweise nachrüsten. Aber grundsätzlich gefällt mir das Ganze jetzt schon mal sehr gut und wir gehen jetzt weiter nach oben im Gebäude. So, es hat ein bisschen gedauert. Ich habe das auch nicht im Speedbuild gemacht, weil das jetzt wirklich nicht sehr interessant ist. Vor allem, weil es viel mit Überprüfen, Try and Error zu tun hat. Ich habe jetzt hier oben in diesem Modul komplett den Grundboden jetzt so weit, wie er sein muss. Ihr seht jetzt auch hier hinten, steht es perfekt auf. Hier ist der Konnektor, damit man das Ganze eben kabellos abnehmen kann. Auch das habe ich jetzt wieder beleuchtet
mit meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks. Ich zeige es gerne mal in die Kamera. Ich verlinke das Ganze mal oben rechts, als auch unten in der Videobeschreibung. Und ihr bekommt auf jeden Fall dauerhaft 5%, wenn ihr euch für den Newsletter registriert. Also bei jeder Bestellung 5%, egal was ihr bestellt. Nehmt gerne den Link unten oder rechts oben, damit bekomme ich auch noch ein bisschen Provision dazu. Und wird für euch nicht mehr kosten, aber ich kriege ein bisschen Unterstützung für mein Projekt hier. Und wir schauen uns mal kurz hier runter. Jetzt können wir mal ganz kurz hier reinschauen. Da sehen wir dann, dass man hier durch die Fenster in die Büros schauen kann. Und hier unten sieht man die Eingangshalle. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier oben das soweit fertig. Ich habe noch die Beleuchtung für das rechte Büro gemacht. Das ist jetzt natürlich noch ziemlich leer. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden, einfach oben ein warmweißes Licht einzubauen. Einfach so als Kontrast. Wie gesagt, hier ist es ein bisschen dunkler, weil hier eben nur die Schreibtischlampe an ist. Hier drüben ist die Idee, dass warmweißes Licht an ist. Einfach auch ein bisschen mehr Facetten an Licht in das Gebäude zu bringen, weil es soll ja nicht einfach alles gleichmäßig beleuchtet sein. Und das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wird auf jeden Fall noch besser, wenn wir das einrichten. Das machen wir heute nicht. Heute bauen wir jetzt hier oben gleich weiter mit der Fassade nach oben. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und ich glaube, ich mache ein Speedbild raus und ihr werdet es gleich sehen. Und damit geht es ins zweite Speedbild für heute. Ihr seht, wie ich jetzt hier die neue obere Etage weiterbaue. Wir hatten damit ja im letzten Update schon mal ein bisschen angefangen, hier links mit dem Balkon, aber jetzt wird auch die ganze Etage, zum Beispiel die Front zumindest, fertig gebaut. Ich muss ein bisschen was austauschen, ein bisschen was ausbessern, habt ihr gerade gesehen, aber die Fenster, die sind jetzt hier vorne gleich komplett fertig. Die sind ja jetzt einfach hochgezogen von unten in einer Linie, nur dass wir jetzt hier eben keine Balkons haben, sondern eben einfach Fenster. Die Idee dahinter ist einfach, dass das Gebäude interessant aussehen soll von der Außenstruktur und ich nicht in jeder Etage ja, wiederholen möchte. Und deshalb sind auch eben unten die Balkons an der Seite, auf einer Etage, die ich jetzt eben gerade baue, an der linken Seite, oben dann die Fenster und ganz oben wird ja dann eine kleine Dachterrasse noch sein mit einem Stockwerk, auf dem eben das Dach dann drauf kommt und das soll halt einfach abwechslungsreich sein. Ich hoffe, das wird auch klappen. Zwischendurch habe ich oft Sachen mal neu gebaut und umgebaut. Das sieht man jetzt im Speedbild nicht unbedingt so. Aber da ist einiges an Ideen reingeflossen und nach umgebaut worden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Livestream gesehen habt, wie jetzt hier im rechten Bild seht ihr es, die Fassade von der Brickbank angefangen wurde, da habt ihr auch mitbekommen, dass ich da einiges ausprobiert habe. Das Gleiche war auch anfänglich hier. Aber jetzt seht ihr auch oben, wie ich anfange, die Dachterrasse zu bauen. Jetzt kommt erstmal dieser Streifen, dieser dicke wieder rein, der einfach die nächste Etage sozusagen ankündigt. Und dann wird oben gleich noch der Grundaufbau angefangen für die Terrasse und so weiter. Aber ich sehe gerade, dass man das im Speedbild gar nicht mehr so gut sieht, weil das ganz oben am Bildende nur noch ist. Und das ist das Endergebnis der heutigen Arbeit. Wir sehen, das Gebäude hier vorne ist ein ganzes Stück nach oben gewachsen. Und was wir jetzt auch sehen ist, dass hier oben ich den Anfang der Dachterrasse gemacht habe. Die wurde ja schon mal angekündigt. Und wir werden das so machen, dass das hier vorne der Bereich ist, in dem die Dachterrasse sein wird. Und hier links und rechts wird das Gebäude in gewohnter Manier noch eine Etage nach oben gehen. Und dann kommt das richtige Dach oben drauf. Was wir hier jetzt noch haben, ist natürlich den Balkon. Dahinter wird sich die erste Wohnung befinden. Dort werde ich wahrscheinlich, wie gesagt, das Set ausschlachten hier, das ich letztens gekauft habe. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Und das wird wahrscheinlich den ganzen Bereich hier vorne einnehmen. Eine weitere Wohnung wird sich, ich weiß noch nicht, ich denke, es werden sich 2 Wohnungen pro Stockwerk befinden. Und dann nochmal eine oben, die in diesem Penthouse-Style. Und dann vielleicht noch 2 dort drüben über der Bank. Da müssen wir mal schauen, wie es sich entwickelt. Da müssen wir auch mal schauen, wie wir dann hier drüben mit dem Treppenhaus vorankommen. Da müssen wir auch mal schauen, wie wir nach oben kommen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das eine schöne Sache werden wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem, wie sich das Ganze hier jetzt entwickelt hat. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von den kommentierten Speedbuilds haltet. Die hatten wir ja ab und zu. Ich habe jetzt die Idee, dass wir die vielleicht einfach grundsätzlich öfters machen, weil ihr einfach dann seht, wie sich das Ganze aufbaut und vor allem auch mal seht, wie viele Steine in das Ganze reinwandern. Das sieht man ja teilweise gar nicht, wenn man das Gebäude dann so sieht. Ja, also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir werden wahrscheinlich demnächst auch endlich mit der Brickbank weiterbauen, aber ich bin schon mal sehr, sehr zufrieden, wie sich das Ganze hier entwickelt hat.
Und ja, schreibt wie gesagt gerne in die Kommentare. Wenn ihr es noch nicht getan habt und euch das Ganze hier gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da natürlich. Sehr, sehr gerne auch ein Abo, denn das hilft mir auch sehr gerne und sehr viel weiter. Und vor allem gerne schreibt auch Kommentare. Das hilft auch dem Algorithmus, wodurch das Ganze dann noch bekannter wird und das Ganze unterstützt wird. Ansonsten, wie gesagt, oben rechts oder unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Illuminator Bricks, meinem Beleuchtungspartner, mit dem ich auch das Ganze hier beleuchte. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss!